Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und wunderbare Grüße aus Kansas City in Kansas, USA. Wir haben uns gedacht, wir haben so lange keine Profi-Bewertungen mehr gemacht. Wird mal wieder Zeit. Wir müssen mal gucken, wie gut werden denn unsere deutschen Freizeitparks so öffentlich bewertet. Und dafür suchen wir uns eine Sternebewertung raus und jeder sucht sich eine raus und liest die einmal vor und der andere muss erraten, welcher Freizeitpark das Ganze ist. Ihr könnt natürlich gerne mitraten und es ist manchmal kurios und spannend und deswegen machen wir das. Und wir werden vielleicht auch genauso rüpelhaft wie eine Ein-Sterne-Bewertung die Leute, die das geschrieben haben, bewerten. Das ist der Witz. Oder willst du anfangen? Ja, nee, mach du mal zuerst. Ich weiß ja eh nicht. So, der Stefan hat nämlich eine Rezension abgegeben mit einem Stern. Ja. Wenn ich so spreche, hat er alles in Caps Lock geschrieben. Ah, okay. Also das ist erkennbar dadurch. Ja. Alles klar. Ein-Sterne-Bewertung. Park top. Preis-Leistung top. Alles sauber und gepflegt. Also Park top, Preis-Leistung top, alles sauber und gepflegt. Ist ja erstmal gut, ne? Ein Stern. Ein Stern. Hat er sich verdrückt? Was, genau, habe ich auch erst gedacht. Was muss noch passieren, damit das so in den Keller geht? Da ich den Park schon seit meiner Kindheit kenne und wir ihn jetzt mindestens einmal im Jahr besuchen, gehen wir auch gerne essen. Okay. Verstehe ich. Das einzige Manko, was eigentlich gar nicht geht, Punkt. Und was schon echt dreist ist, dass man zum Essen keine Soße bekommt, sondern diese extra kostet. Was soll das? Das haben wir noch in ganz Deutschland nirgendwo gehabt und das ist frech. Vielleicht überdenkt das die Parkleitung mal einen Cent-Artikel im Einkauf einfach als Selbstverständlichkeit mit zum Essen zu servieren. Das wäre sehr nett. Das war's. Das ist die Ein-Sterne-Bewertung. Und daran würde ich jetzt hier... Das ist alles. Ganz kurz nochmal. Ja. Gratis Soße Ja. gibt es überall. Es gibt noch nicht mal ein Tütchen Ketchup umsonst. Nee. Es gibt Restaurants, die nehmen 1 Euro für dieses 50 ml. Gramm. Ja, 20 Gramm. Ja. Mayo-Ding oder Ketchup-Ding. Also in welchem Leben gibt es Soße umsonst überall? Und in diesem Park, bei Gerichten, wo Soße dazugehört, ist Soße auch dabei. Dieser Park ist einer von denen, die wir in Deutschland als die bewerten, die das beste Essen haben und auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Essen. Das schränkt das schon mal sehr ein. Ja, also ich habe als erstes Phantasialand gedacht. Und dann habe ich gedacht, Tripsdrill. Der Erlebnispark Tripsdrill. Schöne Grüße gehen raus an die Familie Fischer. Mehr Soße braucht das Land. Mehr Soße? Nee, mehr Soße! Aber was denn für eine Soße? Also was war denn das für ein Essen? Weiß man nicht. Das war alles. Ja. Gut. Ich finde noch bedenklicher, dass das ein Herz und ein Bedank-Emoji gegeben hat. Stark. Es schränkt das vielleicht ein bisschen ein, aber wir machen nur Parks in Deutschland. Haben wir das gesagt? Ich weiß es nicht genau. Ich meine, das habe ich gesagt. Der hat schon 47 Rezensionen abgegeben auf Google und das ist eine davon. 1 Stern für den Park. Ich hoffe, ich verplapper mich nicht, weil man muss ja mal aufpassen, wenn er da geschrieben ist. Du hast ja eben Punkt gesagt. Ich sehe mich da schon... Okay. Wenn man schon eine Halloween-Party am 31.10. nur für Erwachsene macht, wo Kinder nicht rein dürfen, so sollte man wenigstens am 1.11. das Auge auf Kinder richten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir waren gestern extra dirrt mit unseren Kindern, weil sie ja am 31.10. nicht rein durften. Aber leider mussten wir enttäuscht feststellen, dass es auch da nur im Zeichen der Erwachsenen war. Gerade mal 2 Figuren waren vertreten, um die Kinder mal zu unterhalten. Ansonsten nichts. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Auch bei mir gilt die Regel. Also wir sind schwer enttäuscht, dass da einfallslos ist, was sowas angeht. Dass man kein 3-Sterne-Essen dort erwarten kann, ist uns auch klar. Warum auch immer. Aber wenn man schon auf der Karte Texas Ribs anbietet, dann sollten es doch auch welche sein und nicht nur gekochte Rippchen. Also wir werden den Park wohl so schnell nicht mehr besuchen. Da ist man woanders besser aufgehoben. Das versprochene Feuerwerk 20 Uhr ging natürlich auch erst mit 20-minütigen Verspätung los. Und selbst das war mit Probleme.
Also mal überdenken, ob man auch das macht, was man aufs Programm schreibt. Also ich bin mir erstmal sehr sicher, dass du lesen kannst und dass das so da geschrieben ist, wie du es gerade vorgetragen hast. Das ist korrekt. Jetzt ist die Frage, welcher Park macht denn nur Halloween nur für Erwachsene und um 20 Uhr Feuerwerk in Deutschland? Ja, also wir waren da schon. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ja? Das ist der Freizeitpark Plon. Sehr gut. Das ist der Freizeitpark Plon. Ja. Ach, 31. ist da. Ja, da ist der Paddy dann. Da Ja. haben sie ja so eine riesen Party, ist ja immer schon ewig ausgebucht. Ja, und ja, bla, bla, bla. aber ey, da geht auch richtig die Luzi. Also Als ob mich jetzt Halloween, schon Freizeitpark Plon, checkt das auf jeden Fall mal aus. Das ist lohnenswert. Und das ist auch gut, dass man teilweise dann Kinder ausschließt, weil wir haben da auch, wie in vielen anderen Parks, beobachtet, dass Eltern das ziemlich egal ist, dass ihre Kinder Angst haben und weinen und nicht in eine Halloween-Maze gehen wollen. Da muss man die Leute wieder vor ihrer eigenen Dummheit schützen und das dann so unterbinden. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass man die Menschen vor ihrer eigenen Dummheit schützen muss. So ist es auch hier. Keine Kulanz wegen 3 Zentimeter. Sind 5 Volz... Oh nein. Ich finde, das ist auch ein geiler Titel für eine Autobiografie, oder? Weißt du doch schon, was da jetzt kommt? Sind 5 vollzahlende Personen und plus mein Kleiner. Und plus. Mein Jüngster ist 103 Zentimeter und muss Eintritt zahlen. Sehr unhöfliche Mitarbeiter. Kinder werden mit Schuhen gemessen. Ohne Schuhe wäre er unter 1 Meter. Ich empfehle den Park nicht weiter. Keine Rücksichtnahme auf große Familien mit vielen Kindern. Woran macht ihr das denn jetzt fest? Oder er? Und dann noch, das kann ich auch sagen, das ist nämlich ein Mitbewerber, ich hatte beim Skyline Park 2-mal Saisonkarte, da ist es viel besser. Das schreibt der Mehmet. Ganz kurz, du kannst dir erstmal ein bisschen überlegen, Ja. Ich habe eine Springspinne am Bein. Leute, die Grenze, ab 100 Zentimetern zahlt man Eintritt, das ist auch kein Vollzahler dann, sondern wahrscheinlich ein Kindereintritt. Es ist halt so, irgendwo ist der Cut und alles darunter hat Glück, alles darüber hat Pech in Anführungsstrichen, kann aber dementsprechend auch mehr in den Parks machen. Deswegen gibt es diese Grenzen. Und natürlich wird mit Schuhen gemessen. Das ist auch das Typischste. Am Eingang ist der unter 1 Meter, der Junge, und an den Attraktionen ist der auf jeden Fall über 1 Meter, damit er mitfahren kann. Da wird nämlich wortwörtlich mit zweierlei Maß gemessen auf Elternseite. Und vor allem wenn man nicht fahren darf, weil man zu klein ist, ja, die Zentimeter, das sind ja auch die gleichen, die dann am lautesten schreien, wenn was passieren würde, aus den Gründen, weil jemand zu klein gewesen ist. Natürlich sind da Toleranzen drin, aber da ist der Cut ab da, nicht vorher, nicht nachher. Das ist einfach so. Und wenn es knapp ist, ist es ärgerlich. Es ist einfach... Ja, die Regels waren die Regels, ne? Ja, ich bin schon fast nur noch sprachlos. Ja. Naja, das stimmt. Das ist schon erschreckend, weil es geht ja auch um Sicherheit und nicht nur darum, damit Profit zu machen oder weiß ich nicht was, ne? Ja, weil am Eingang ging es um den Profit. Da steht jetzt auch nicht, dass er nichts fahren durfte, aber der fährt ja auch mit Schuhen die Rides und dann ist er groß richtig. genug. Ist ja logisch. Ja. Ja. Und dann kommt der Nächste mit Plateauschuhen, um was zu fahren, und der andere hackt sich die Beine ab. Also Leute. Ja. So, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es der Bayernpark ist. Richtig. Ja. Aber nur weil du Skyline Park gesagt hast. Ja, aber sonst kommst du ja auch nicht drauf, das kann ja jeder Das ist sein. ja eben, ich glaube, die Bewertung so oder so ähnlich gibt es wahrscheinlich auch bei jedem Park. Vor allem, ich habe ja gerade noch gesagt, du kannst ab 1 Meter viel mehr fahren als darunter. Die Neuheit, Hinnerhutschen, kannst du sogar ab 90 Zentimeter fahren. Also ich weiß nicht, ob die das da so eingestellt, also nicht eingestellt, sondern die Sicherheitsregeln, aber rein technisch wäre das sogar ab 90 Zentimeter möglich. Ich weiß nicht, das ist ein fiktiver Name. Derjenige, der die Bewertung geschrieben hat. Ich sehe mich gezwungen, meine tiefgreifende Unzufriedenheit über unseren letzten Besuch im öffentlich zu machen. Okay, Karen. Die Summe der Vorfälle lässt auf strukturelle Defizite schließen, die sowohl ethische als auch organisatorische Fragen aufwerfen. Ach du, oh. Zunächst ist die Gestaltung der Themenbereiche, ich sag's jetzt einfach, Western sowie Maya und Südamerika höchst fragwürdig. Die undifferenzierte Vermischung verschiedener Kulturen wirkt wie eine Form der kulturellen Aneignung, der es an jeglicher Authentizität fehlt.
Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, worum es geht. Aber mach mal weiter. Das ist schon spannend. Besonders irritierend und ethisch bedenklich ist dabei die Personalauswahl. Dass in diesen Bereichen ausschließlich schwarze Angestellte eingesetzt wurden, erweckt den Eindruck einer gezielten, einseitigen Zuweisung, die diametral zu modernen Vorstellungen von Diversität und echter Gleichstellung steht. Die Kommunikation im Park gestaltete sich zudem als nahezu unmöglich, da ein Großteil des Personals über keinerlei Deutschkenntnisse verfügte. Ach, das ist jetzt ein Problem? Dies gipfelte in einer inakzeptablen Situation in einem Café. Trotz deutlicher Beschilderung, herzlich willkommen, geöffnet, wurde uns der Zutritt verwehrt mit dem Hinweis, wir sollten in 5 Stunden wiederkehren. Besonders gravierend war jedoch der Umgang mit der Attraktion. Den gesamten Tag über wurden wir mit der Aussicht auf eine spätere Öffnung vertröstet. Als die Schüler schließlich allen Mut zusammennahmen, um das Gespräch mit der Belegschaft zu suchen und die Situation zu klären, entzog sich die betreffende Mitarbeiterkraft dem Dialog durch einfaches Verschwinden. Die Attraktion wurde wortlos geschlossen, ohne jede Chance auf Kommunikation oder eine Erklärung. Dieses Verhalten war für die Schüler aufgrund der massiven Enttäuschung und der Respektlosigkeit im Umgang regelrecht traumatisierend. Da wir die Kinder im Anschluss ohne die Betreuung eines Schulsozialarbeiters aufgrund der Rückreise nach Ascheberg in das Wochenende entlassen mussten, blieben diese mit den psychischen Folgen und der emotionalen Belastung völlig allein. Girl. Wenn ich die Themenbereiche nicht genannt hätte, hättest du es nicht gewusst, oder? Ich weiß ja nicht, ob du es weißt. Also erstmal das hinterlässt bei mir psychische Schäden, dass jemand wirklich ernsthaft sich hinsetzt, um das niederzuschreiben. Mensch, der das geschrieben hat, würdest du diese Zeit und Energie da reinstecken, die psychischen Belastungen deiner Schülergruppe in den Griff zu bekommen, weil die so traumatisiert sind, dadurch, dass eine Attraktion geschlossen ist? Nein, dass die Dame so, oder die... Es wurde safe kommuniziert, ey, ich kann euch nicht sagen, wann das wieder aufhört. Wir versuchen alles. Einfaches Verschwinden steht da. Ja, irgendwann würde ich einfach verschwinden. Anschreien ist ja auch nicht gut, haben wir ja auch gelernt. Wenn du es nicht verstehen willst. Also ich hätte als erstes jetzt Heidepark Resort gesagt. Aber das ist dann das Phantasialand? Tja, das ist nämlich tatsächlich ein bisschen komisch, weil es nichts von beidem ist. Freizeitland Geiselwind. Nee. Warte, wir Azteken. Maya und Western ist die Vermischung der Bereiche. Ja, das verstehe ich ja nicht. Deutschlands Deswegen war ich einziger Freizeitpark am Meer. Der Hansapark. Ja. Hä? Azteken und Maya? Die Maya? Ist ja, wo die Lasershow auch ist und die Sidecars. Aber Azteken und Maya ist für mich auch eins. Nee, Maya und Western ist ja vermischt. Das sind doch 2 Bereiche. Ja, aber das ist vermischt, steht hier. Ja, aber wenn das vermischt ist, dann ist es doch erst recht keine kulturelle Aneignung. Die Gestaltung ist fragwürdig, die undifferenzierte Vermischung verschiedener Kulturen. Ja, also ich glaube, innerhalb des Bereichs ist eine undifferenzierte Vermischung der Kulturen. Ja, aber das ist doch genau das, was sie will, dass nicht Stereotypen bedient werden, weil das ist ja dann später kritisiert durch das Personal, was da stereotypmäßig hingehören würde. Aber wenn ich das doch alles aufbreche, dadurch, dass ich alles mische, ist ja auch, die hat doch voll... Vor allem, warum sollten denn bei Maya-Bereichen Schwarze arbeiten? Das ist doch in Südamerika. Ja, das macht alles keinen Sinn. Alter, da musst du ja hart vor die Wand gelaufen sein, wenn du sowas verfasst. Ja, ist auf jeden Fall der Hansapark, der da angesprochen ist. Ja. Mit Gottes Hilfe wird das auch nichts mehr. So. Das ist ja geisterkrank, ist das doch. Mucki. Ein Stern von Keckwurst. Hallo. Absolut enttäuschend. Wir haben vor etwa einem halben Jahr bereits 170 € für Tickets bezahlt und konnten damals aufgrund von Unwetter nur etwa eine halbe Stunde im Park verbringen. Schon damals war das Erlebnis damit praktisch nichtig. Jetzt wollten wir die uns zugesicherten Freikarten nutzen und sind dafür über 30 Minuten mit dem Fahrrad zu Bubolo gefahren. Nur um am Eingang wieder abgewiesen zu werden.
Also wenn ich 30 Minuten mit dem Fahrrad dahin fahre, ist... Bruder, warum hast du keine Mücke. Jahreskarte? Was? Mücke. Ja, da musst du jetzt durch. Ich bin Ja, gerade ich dran. weiß. Auch hier wird es fast unmöglich, den Park zu erraten, aber auch hier haben wir wieder eine Situation, die muss einfach mal geklärt werden. Der Grund, das Gültigkeitsdatum auf den Tickets ist so schlecht gedruckt, dass es praktisch unleserlich ist. Wir sind deshalb davon ausgegangen, dass die Tickets bis zum 31.07. gültig sind. Also irgendwas hast du ja gelesen. Ah ja. Tatsächlich waren sie jedoch nur bis zum 31.05. gültig. Die Information ist in der Praxis kaum zu erkennen, trotzdem wird der Fehler vollständig auf den Kunden abgewälzt. Besonders also wenn du die ausgestellt bekommst, wird dir das schon einer gesagt haben und da wirst du vielleicht auch nochmal gefragt haben. Aber da kommen wir auch nochmal zu. Diese Information ist... Besonders frustrierend ist, dass nun im Nachgang bzw. im Zusammenhang mit dem vorherigen Besuch signalisiert wurde, wir könnten die Freikarten im Frühjahr erneut nutzen und hätten damit eine faire Lösung. Vor Ort wurde das jedoch einfach ignoriert. Also faire Lösung, du bist da, es kommt ein Unwetter und du kannst den Tag nicht von, ich weiß nicht, ob die zugemacht haben oder ob du das einfach gegangen bist. Eine faire Lösung ist das Anbieten von Freikarten in einem gewissen Zeitraum. Bestimmt. Und nicht für immer, weil der Park kann nichts für Unwetter. Nee. Du auch nicht, das ist richtig. Ja, aber normalerweise ist das super kulant. Ja. Also überhaupt. Weil Ja, es gibt nämlich keine Regenversicherung. ja. Also es gibt Regenversicherung, aber es gibt keine Rückerstattung bei schlechtem Wetter. Das gibt es nirgendwo. Nee. Also vor allem hier, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, in den USA, da steht das sogar überall riesengroß dran. Gibt's für gar nichts Geld zurück. Ja. So, aber wir haben ja gerade gelernt, im Frühjahr kann man dann nochmal wiederkommen. Und der hat ja vor einem halben Jahr 170 € für Tickets bezahlt. Man weiß nicht, wie viele Tickets. Ja. Der Eingang am 4. Juli. Gegen 14:30 Uhr war insgesamt sehr enttäuschend. Bruder, im Frühjahr ist nicht im Juli. Nee. Und du kommst um 2:30 nachmittags auf den Samstag, ich weiß nämlich, dass das ein Samstag war, da an und du hast jetzt echt, also wirklich. Schwierig. War insgesamt sehr enttäuschend. Keinerlei Kulanz, kein Verständnis, keine Kulanz, also Kulanz ist, dass du Tickets gekriegt hast. Ja. Kein Verständnis und keine Bereitschaft, die Situation kundenfreundlich zu lösen. Kundenfreundlich heißt nicht, dass du immer deinen Willen bekommst. Stattdessen wurden wir nach langer Anfahrt einfach abgewiesen. Lange Anfahrt, eine halbe Stunde Radfahren ist auch keine lange Anfahrt, Bruder. Fazit, wir haben effektiv 170 € für ein Erlebnis gezahlt, das nur etwa 30 Minuten Parkbesuch bestand und stehen jetzt erneut vor verschlossenen Türen, was auch nicht stimmt, obwohl eine Lösung in Aussicht gestellt wurde. Ja. So entsteht kein Vertrauen, so enttäuschend, sehr enttäuschend und nicht empfehlenswert. So einen respektlosen Umgang habe ich noch nie erlebt. Aber das ist ein Park, da würde ich als letztes auf die Idee kommen, dass man da mit dem Fahrrad hinfahren kann, weil mehr Autobahn geht fast nicht. Mehr Autobahn geht fast nicht. Ja. Eigentlich steht der Park auf der Autobahn. Ist das dann Geiselwind? Noch mehr auf der Autobahn. Belantes. Ja. Kann man nicht drauf kommen, dass es Belantes ist, aber auch da wieder, ich verstehe das nicht. Nur Gemecker und Gemotze und Unzufriedenheit. Das sind diese Situationen, wo ich denke, ja, gib den Leuten doch einfach besser gar nichts. Ja, weil meckern tun sie wie man sieht. Der beste Park in der Umgebung. Ja, natürlich, weil es keinen anderen gibt. Ist es ja nicht schwer, sich als der beste Park zu bezeichnen dann. Die nennen sich selber der beste Park in der Umgebung. Nee. Ein geiler Slogan. Der beste Park in der Umgebung. Keine Ahnung, ob das so ist. Der Name ist mir schlecht. Von demjenigen, der die Bewertung geschrieben hat. Ist mir schlecht. Oh, gutes schlecht. Wortspiel. Ich hoffe nicht, dass er wirklich so heißt. Der ist mir ja, der hat die Frau Schlecht geheiratet. Ja. Für die Parkkarussells schon ein Wucher, der Eintrittspreis mit 38,50 € ab 12 Jahren und 33,50 € 3 bis 12 Jahre. Jedoch gibt es da nicht wirklich viel ab 12 Jahre. Die Warteschlange waren meistens 45 Min. 1 Stunde
Kann alles außer weiterempfehlen für Kinder ab 12J. Und für die unter 12J sind die 33,50 Euro schon krass. Also nicht enttäuscht sein, wenn ihr da wart und feststellt, dass man recht hatte. Mit 10 Personen über 400 Euro für alles ausgegeben und wegen der Kinder vorzeitig rausgegangen. Wie kommt man auf über 400 Euro bei maximal 38,50 Euro mit 10 Personen, wo die meisten davon Kinder sind? Laut der Rezensionen Nee, und ich möchte das einfach Kommentare kurz- bemüht sich ja das Team. Hoffe, dass es nicht nur ein Gerede ist. Ich möchte mal wissen, wie man da auf 400 Euro kommt. Boah, also Hast du irgendeine Idee oder? schwierig, sehr schwierig. Also das ist für Ältere nicht, so wie ich den verstehe. Ja. Also ab 12 ist langweilig. Ja, es ist ein klassischer Familienpark, aber der ist eigentlich recht groß, auch schon mittlerweile. Und es gibt ja nichts anderes, hast du ja auch gehört. Aber das ist auch oft bei solchen Parks so. Ja. Wir haben uns da schon öfter eingefunden, aus beruflichen Gründen. Regelmäßig, teilweise, über einen gewissen Zeitraum. Ist der Jada-Park? Nee, die Richtung ist schon mal gut. Die Richtung ist der Potzpark? Nee, noch ein bisschen mehr nach Norden. Zwischen den beiden, würde ich sagen, wenn man jetzt einen Umweg fährt. Hä? Die haben einen Hasen als Maskottchen. Das Rassiland? Ja, das Rassiland. What? Ja, das Rassiland. Also da ist so viel, was man da machen kann. Also, dass über 12-Jährige jetzt vielleicht denkt, was, wir Mücken sitzen? Ja. Ja, meine Beine jucken auch schon. Oh, schöne Pustel. Wir verschwinden. Ja. Safe. Also vielleicht kommen wir wieder raus, ohne euch. Wir sprühen uns ein. Ja, das erstmal dazu. Wir müssen auf jeden Fall dann nochmal tiefer graben. Wir müssen das alles noch verdauen, ey. Und ja, das war nochmal eine Folge Profi-Bewertung. Weiß ich, Folge 15, 20, irgendwo dazwischen. So Profis sind wir, dass wir noch nicht mal das wissen. Aber damit ihr nicht so endet und denkt, dass das eine Bewertung ist, die ihr abgeben müsstet, guckt ihr die Videos hier auf dem Kanal. Da lernt ihr nämlich alles über Freizeitparks, wie die funktionieren und was alles so dahinter steckt. Und auch viel Blödsinn von irgendwelchen Touren und Zikaden und Mücken. Das alles und viel mehr jeden Tag um 18 Uhr in einem neuen Video.